Also das marschiert mal schon hier ordentlich. Ich bin in meinem Leben noch nie einen Lotus gefahren. Nächstes Mal war ich barfuß. Leck mich doch am Arsch. Das taugt mir richtig. So Leute, heute habe ich euch mal ein geiles Spielzeug mitgebracht. Und zwar den Lotus Exige Cup. Und zwar die sogenannte Final Edition 430. Bedeutet, wir haben hier 430 PS am Start. Und das Ganze auf um die 1100 Kilo. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, also ich finde, das Teil steht hier schon echt gut da. Vor allem haben wir auch hier wirklich ordentlich was an Carbon verbaut, denn wir können auch theoretisch offen fahren, denn wir haben hier ein komplettes Carbondach. Was ich auch ziemlich geil finde, ist hier diese Haube. Vor allem zieht euch mal diese Lufteinlässe hier rein und dann das Ganze in Carbon. Auch hier die Lufteinlässe und auch die Lackierung, muss man ganz ehrlich sagen, so dieses British Racing Green, das steht hier schon echt gut da. Und wenn wir uns auch mal die Motorhaube anschauen, ganz ehrlich, schaut mal hierher, alles komplett aus Carbon, komplett auf Leichtbau getrimmt. Auch hier mit dem Heckspoiler komplett alles aus Carbon. Und ich meine, wir haben hier drunter den V6 Kompressormotor, der leistet 430 PS. Dann das Ganze auch noch, wir haben Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen am Start. Also auf jeden Fall für ordentlich Grip. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das Ding steht schon echt ordentlich da. Vor allem, wir haben hier ein manuelles Getriebe. Bedeutet, hier geht es wirklich um das ultimative Fahren, den ultimativen Spaßfaktor. Also ich bin echt mal gespannt. Ich bin in meinem Leben noch nie einen Lotus gefahren. Also von daher, ich bin echt mal gespannt, was da so geht. Weil das Ding ist ja wirklich eigentlich rein auf Rennstrecke getrimmt. Und auch von hinten steht das echt gut da. Vor allem, wenn wir mal schauen, wir haben hier eine komplette Abgasanlage aus Titan. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht weiter. Wir steigen jetzt hier ein und schauen mal, was da so geht. Aber bevor wir jetzt halt einsteigen, wir schauen uns auch mal den Innenraum an. Und schaut mal her, hier geht es weiter mit komplett Carbon verarbeitet. Hier schön in Alcantara-Leder das Ganze. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist hier schon ordentlich eng. Also das könnte spaßig werden. Und von daher, wir steigen ein. Dann reißen wir hier auf in dem Lotus. Und ich muss sagen, du sitzt hier echt ordentlich eng. Also das ist hier wirklich auf Rennstrecke getrimmt. Schlüssel umdrehen. Das ist hier richtig auf Oldschool getrimmt, aber trotzdem mit einer neuen Technik. Denn wir haben hier zum Beispiel einen Drehregler. Da können wir uns das ESP einstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Stufen es da gibt. Da müssen wir auf jeden Fall in den Race-Modus gehen. Aber ich würde sagen, wir fahren hier im Sportmodus. Das reicht völlig aus. Und da seht ihr das Lenkrad. Wir haben nämlich hier auch keine Servolenkung am Start. Also es geht hier rein ums Fahren. Aber sonst echt, also geil. Ohne Scheiß. Also ohne Scheiß, das ist echt geil. Jetzt schauen wir mal, jetzt fangen wir mal hier ganz langsam an. Alter, okay, ich merke hier schon, also die Schuhe Yeezys sind definitiv nicht für so einen Lotus gemacht. Definitiv nicht. Also 430 PS haben wir hier am Start. Wir fangen wirklich ganz langsam an, Leute, weil wie gesagt, ich bin das Auto noch nie gefahren. Ich bin in meinem Leben noch nie einen Lotus gefahren. Aber ganz ehrlich, also ich sage euch eins, da kommt Kart-Feeling auf. Da kommt hier richtiges Kart-Feeling auf, Alter. Also ich glaube, das Ding hier könnte ordentlich Spaß machen auf der Rennstrecke. Und er hängt auch gut am Gas, vor allem auch ziemlich geil. Wir sehen halt einfach hier den kompletten Motor. Kann man mal hier aus dem dritten. Ah ja, okay, da geht die Klappe dann auf. Also wir haben hier Klappensteuerung am Start. Komplette Titan-Abgasanlage. Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal hier in den zweiten. Schauen wir mal. Also mit meinen Schuhen, glaube ich, könnte es echt interessant werden. Jetzt schauen wir mal hier aus dem zweiten raus. Alter. Okay, das marschiert aber schon. Also das marschiert mal schon hier ordentlich. Das marschiert mal schon ordentlich. Ja, und das ist es genau, was wir wollen. Hier, wir spüren richtig die Gänge. Also ganz ehrlich, ich finde es geil. Du bist hier so richtig in so einer engen Kabine hier drinnen. Also wenn du jetzt noch einen Beifahrer hast, definitiv Spaß da dabei. Aber ich finde genau das macht hier so ein Auto aus. Ja? Also ich fand Lotus schon immer geil, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen, dass ich so ein Auto fahre. Deswegen jetzt hier so jetzt mal die erste Erfahrung
Und ich würde sagen, ganz ehrlich, wir beginnen hier aus dem ersten Gang. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich mich jetzt gleich verschalten sollte. Das liegt hier definitiv an den Schuhen. Weil ich sage euch eins, schaut euch, also ich weiß nicht, ob man es sehen kann mit der Kamera, aber schaut euch das mal an. Ich bin zur Hälfte auf der Bremse drauf. Ich muss komplett rüber, aber jetzt komm. Wir hacken jetzt durch 430 PS, also Jalla, Abfahrt. Alter. Bis 7000 Touren drin das Ding, wie das Ding schreit. Alter. 180. 200. Alter. Ja, das ist geil. Das ist geil. Definitiv. Und das schiebt auch echt gut vorwärts. Also ohne Scheiß, Leute, das Ding hier taugt mir. Das Ding hier taugt mir aber mal richtig. Jetzt schauen wir mal hier in der Kurve. Ja, Mann, genau. Sowas willst du doch haben. Genau sowas willst du haben. Keine Servolenkung am Start. Es geht hier rein nur ums Fahren. Und es ist einfach ganz entspannt. Alter, komm, da nehmen wir gleich nochmal eine Kurve. Die nehmen wir hier nochmal den Kreisverkehr. Ja, du merkst hinten der Flügel, da merkst du jetzt halt hier Anpressdruck. Ey, also das ist geil. Wie das Ding hier direkt liegt, leck mich am Arsch. Alter Schwede, das ist aber mal richtig, richtig gut. Hier, komm, zweiter Gang, runterschalten und jetzt halt raus aus dem zweiten. Wieder bis 7000 Touren mit der LED-Anzeige. Alter. Ja, Mann. Also ohne Scheiß, Leute, das taugt mir richtig. Lotus, falls irgendjemand von Lotus das Video sehen sollte, geile Arbeit, Jungs. Ohne Scheiß, geile Arbeit. Hier geht es rein ums Fahren. Genau das, was du haben willst. Du hast hier deinen Radiosender am Start, noch eine Lüftung. Und ansonsten geht es hier darum, rein ums Fahren, manuelles Getriebe. Und ich finde es geil, dass sowas noch gebaut wird. Denn ganz ehrlich, Lotus könnte das auch anders machen. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Das wäre echt eine Überlegung. Was meint ihr, Leute? Was meint ihr? Kommentiert mal drunter. Soll ich mir so ein Ding zulegen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Ding geil, weil ich glaube hier damit, wenn du da so schöne Pässe fährst, in Österreich, Italien, das Ding kannst du halt mal richtig in die Kurven reinlegen. Und genauso auch auf einer Rennstrecke, wo es wirklich mit engen Kurven ist. Ich glaube, ganz ehrlich, Leute, da kannst du die GT3s, die Porsche GT3s schon wirklich ordentlich ärgern da damit. Also ich hätte das echt nicht gedacht, dass du hier mit so einem Lotus so einen Spaß haben kannst. Und ich meine, wir fahren jetzt hier nur geradeaus und fahren dann um den Kreisverkehr. Das Ding hier, Leute, ist für die Rennstrecke gebaut. Das Ding hier ist für geile Alpenstraßen gebaut, damit du das Ding hier richtig um die Kurven hacken kannst. Also von daher, ich würde sagen, wir machen Schluss hier mit dem Video. Wir hacken jetzt, komm, wir machen jetzt hier nochmal von null hier weg, aus den ersten Gang raus. Und dann würde ich sagen, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Alter! Junge, mit meinen Schuhen, Mann, da geht einfach nichts vorwärts mit meinen Schuhen. Das nächste Mal war ich barfuß. Leck mich doch am Arsch.